Hallo meine lieben Nähfreunde, mein Name ist Annika und ihr seid im Kanal Knopf und Nadel. Ich wurde gefragt, wie man eine Nackenversäuberung macht, bzw. wofür man die überhaupt braucht. Manche nennen es übrigens Streberstreifen. Und das will ich euch in diesem Video mal zeigen. Und zwar gibt es mehrere Wege, um eine Nackenversäuberung zu nähen. Ich zeige euch heute mal, was ich immer benutze. Zum Beispiel kann man dafür Bänderreste super benutzen oder einfach eure Jersey-Stoffreste aus der Restekiste. Mit denen könnt ihr hinten diesen Streifen annähen. Dabei zeige ich euch aber zwei Versionen, wie ihr das machen könnt. Ob ihr das zusammen mit dem Bündchen annäht oder im Nachgang, spielt dabei keine Rolle. Beide Versionen werden hervorragend aussehen. Ich zeige es euch mal. So eine Nackenversäuberung ist perfekt, um die hintere Nackennaht zu verdecken. So kann man sie dann nach dem Annähen nicht mehr sehen. Dabei könnte man zum Beispiel beim Zuschnitt einen Stoffrest einfach annähen mit dem Halsbündchen zusammen und dann wird einmal rundherum am Halsbündchen sowieso abgestäbt und dann näht ihr einfach diesen Halbmond nach unten und habt damit die Nackennaht komplett versäubert. Von hinten würde das Ganze dann so aussehen. Das kennt ihr eigentlich schon von professionellen gekauften Shirts, dass das dann auch mal in der runden Form ist. Das finde ich zum Beispiel auch richtig schön. Ich zeige euch jetzt aber im Anschluss mal eine Variante, die das Ganze von vorn zeigt. Also einmal haben wir hier an einer Kapuze dieses Band mit angenäht. Ich sag mal so, ihr braucht ungefähr 3 cm und die Breite bestimmt ihr dann am besten von Schulternaht zu Schulternaht. Danach könnt ihr das Ganze dann einmal komplett um die Naht drum klappen und annähen. So würde das dann aussehen. Ihr könnt diesen Stoffstreifen, und jetzt näht ihr einfach an, ihr könnt diesen Stoffstreifen aber auch einmal in der Mitte falten und dann über eure Naht legen und dann annähen. Ich finde diese Variante ein bisschen einfacher. Da wird meiner Meinung nach der Stoffstreifen ein bisschen besser gehalten beim Nähen an sich. Denn ihr müsst da natürlich ein bisschen aufpassen, dass euch da nichts verrutscht oder ihr irgendwie schief näht. Man könnte nämlich die Naht hinten sehen. Helfen können euch dabei übrigens Kleber. Ihr könnt einmal Fixierstifte benutzen oder auch normale Kleber. Vergesst aber nicht dann vorher nochmal zu waschen, damit der Kleber raus ist. Mit dem Kleber könnt ihr dann einfach euren Stoffstreifen behandeln und einmal rundherum kleben und dann könnt ihr nähen. Ich empfehle aber trotzdem diesen Fixierstift, diesen Textilfixierstift, weil der mit euren Nähnadeln keine Probleme geben wird. Das kann ich euch bei den normalen Klebestiften nicht unbedingt empfehlen. Da wäre es ganz gut, wenn ihr extra beschichtete Nähnadeln benutzt, die dann nicht festkleben, falls ihr doch mal zu viel genommen habt. Also ich nehme jetzt hier meinen Fixierstift und behandle jetzt wirklich die ganze Seite, die ganze rechte Seite von meinem angenähten Stoffstreifen mit dem Kleber. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Stoffstreifen einmal rechts auf rechts zusammenzulegen, genau an die Naht heran und den dann einmal festzukleben, damit der jetzt auch hält. Und da hilft mir wirklich dieser Fixierstift richtig gut dabei. Wichtig ist natürlich, dass ihr hinten an den Ecken das auch mit gut umlegt, denn hier liegt der Stoff ja einmal umgeschlagen und dadurch habt ihr die doppelte Stofflage. Jetzt stecke ich mir das Ganze einmal mit Nadeln fest. Mit Stoffklammern kommt man hier nicht weit und kann dann damit einmal meine ganze Nackennaht einmal verdecken mit diesem Stoffstreifen. Also wie gesagt, erstmal wird das Ganze festgesteckt. Ich mache das mal ein bisschen schneller, damit es für euch nicht langweilig wird. Wichtig ist aber, dass auf jeden Fall dieser Streifen immer komplett über dieser Naht liegt. Im Notfall zieht ihr ein bisschen, wenn ihr flexible Stoffe genutzt habt. Das ist in dem Fall auch wirklich gar kein Problem. Ihr müsst es einmal wirklich schön exakt feststecken. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass es super wichtig ist, akkurat festzustecken, weil das euer Nähprojekt am Ende immer rettet. Und dann könnt ihr das Ganze wirklich mit dem einfachen Geradstich fixieren.
Beim Nähen achte ich dann ganz exakt darauf, dass ich auf meinem Stoffstreifen nähe und auch schön gerade bleibe. Da hilft es wieder, wenn ihr das schön in engen Abständen gesteckt habt und dann könnt ihr auch diese Nackenversäuberung richtig schön gerade nähen. Wie gesagt, immer schön knappkantig an dem Stoffstreifen bleiben und einmal daran lang nähen. Dabei bleibt euch überlassen, welche Farbe des Garns ihr nehmen wollt. Ich habe mich jetzt hier für eine unauffällige Farbe entschieden, die man dann im Nacken nicht sieht. Es kann aber auch wirklich schön aussehen, wenn ihr da eine ganz andere Farbe benutzt, die der Stoff sonst so hat. Damit wird es dann auch ein bisschen auffälliger. Am Ende angekommen wird die Naht dann wirklich einfach auch nur verriegelt und das war's dann auch schon. Wichtig ist, dass auch hier wieder alles akkurat liegt und nichts übersteht, was sonst am Ende schief aussehen könnte. Hier zeige ich euch mal, wie diese Nackennaht von innen aussieht, wenn der Pullover auf links gedreht ist. Ich finde, das sieht richtig schön akkurat aus und richtig professionell. Und ihr seht auch hier, es ist von Schulternaht zu Schulternaht. Von vorn würde das Ganze in der Kapuze dann wirklich einfach verschwinden. Man sieht fast gar nichts mehr davon. Und auf der Rückseite seht ihr hier, habe ich ein Garn genommen, das man fast gar nicht sehen kann. Und dann ist ja auch noch eine Kapuze drüber. Also diese Nackenversäuberung verschwindet quasi. Und das macht es dann auch wieder sehr professionell. Ich finde, der Hoodie ist damit richtig gelungen und sieht super professionell aus. Seht ihr dem an, dass der selbst genäht ist? Übrigens kann man in so einer Nackenversäuberung auch super die Fadenraupe von der Overlock-Maschine verstecken. Ihr fädelt die ganz normal auf eure Stopfnadel auf und vernäht sie, so wie immer. Also zwischen den Stofflagen lang. Dann schneide ich mir den Rest wie immer ab und lege dann einfach die Nackenversäuberung drüber, denn ich finde meistens diese vernähte Fadenraupe sieht doch ein bisschen ulkig aus. Deswegen finde ich dann die Nackenversäuberung in dem Fall auch richtig sinnvoll. Jetzt kommt die zweite Version zur Nackenversäuberung. Die ist auch für fertige Nähprojekte immer noch machbar. Ich habe hier einen Reststreifen von meinem Stoff genommen. Der war so hübsch bedruckt, den kann man perfekt für eine Nackenversäuberung nutzen. Und damit möchte ich jetzt einmal die Nackennaht verdecken. Dafür lege ich mir jetzt meinen Stoffstreifen an die Naht, also direkt dran. Ich lege mir also den Stoff auf rechts und stecke ihn fest. Achtet dabei aber darauf, dass euer Motiv dann am Ende richtig herum zu sehen ist. Wir kontrollieren das dann aber nochmal. Also ich stecke jetzt fest und an den Enden schlage ich mir den Stoff einmal nach innen um, vielleicht 1 bis 2 cm, so dass mein Motiv noch gut zu sehen ist und stecke auch das jetzt fest. Also an dieser Stelle ist der Stoff doppelt genommen, damit wir wirklich am Ende auch nichts haben, was irgendwie ausfranst. Hier ist es auch wieder wichtig, dass ihr ganz exakt feststeckt, damit es am Ende auch professionell aussieht. Seht ihr, wie der Stoff umgeschlagen ist? Ich hoffe, mein Daumen war jetzt nicht zu sehr davor. Also hier schlagen wir auch um am anderen Ende. Auch hier habe ich wieder ungefähr 1 cm. Ich kontrolliere aber auch nochmal, dass hier nichts gespannt ist oder so. Ich will den Stoff nicht dehnen. Das ist mir wichtig. Und jetzt stecke ich mir auch dieses Stück wieder fest. Und jetzt können wir den Stoff, genau, wir kontrollieren nochmal, ob es jetzt auch richtig rum wäre und schlagen noch einmal um. Das rate ich euch übrigens auch. Und jetzt können wir hier mit dem Geradstich einmal genau auf der Naht blank nähen. Dafür lege ich mir das einmal verkehrt herum unter meine Nähmaschine und nähe jetzt wirklich einfach mit dem Geradstich los. Wenn ihr wollt, dass es perfekt aussieht, dann empfehle ich euch wirklich genau am Ende der Naht lang zu nähen. Versucht das so akkurat wie nur möglich zu machen, dann schaut am Ende auch nichts heraus. Jetzt habe ich das Problem, dass sich bei mir das wieder umgelegt hat unten, diese Kante, die ich so gefaltet habe. Das könnt ihr zum Beispiel mit dem Nahtauftrenner oder einer kleinen Pinzette lösen und wieder unter den Nähfuß schieben, so dass es wieder richtig liegt. Dann kommt der Nähfuß runter, während ihr festhaltet und dann näht ihr drüber und schon ist es fixiert.
Das war jetzt wirklich der schwierigste Schritt, versprochen. Jetzt wende ich mir einmal meine Nackenversäuberung bzw. meinen Streberstreifen rum und sehe jetzt mein hübsches Motiv und kann das jetzt einmal mit dem Geradstich fixieren. Dabei könnt ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht eine Ecke nähen wollt, also ein Quadrat, oder ob ihr das rund nähen wollt. Das könnt ihr an der Stelle noch entscheiden. Ihr schneidet nämlich dann auch alles, was übersteht, noch ab. Wenn ihr so eine Stickschere habt, dann ist das natürlich perfekt, weil dann könnt ihr ganz exakt schneiden. Bei mir werdet ihr gleich sehen, wie ich mit der riesigen Stoffschere versuche, exakt zu schneiden. Das wird ein Spaß. Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, habe ich mich dazu entschieden, ein Quadrat zu nähen und nähe jetzt wirklich schön gerade an meinem Motiv lang. Hier musste ich ein bisschen variieren, weil ich dann doch die Köpfe vom Koala und vom Panda mit drauf haben wollte. Drehe den Stoff und nähe fest. Dann wird natürlich wieder verriegelt. Und jetzt muss ich mit der Stoffschere das Ganze kürzen. Wie gesagt, ich habe halt leider keine Stickschere. Wenn ihr sowas da habt, dann benutzt auf jeden Fall die, weil die noch genauer an den Stoff rankommt. Wichtig ist jetzt natürlich, dass ihr auf jeden Fall aufpasst, dass ihr nicht in euer Shirt reinschneidet. Das wäre wirklich super schade, wenn das wegen der Nackenversäuberung jetzt noch schief geht. So, und fertig. Ich habe jetzt sogar ein richtiges Motiv als Nackenversäuberung, einfach weil ich diesen Streifen vom Stoffrest genommen habe. Ihr kennt das sicher von euren Stoffen, dass da manchmal am Anfang und am Ende Schriftzüge sind oder so kleine Bildchen. Und ich finde, das sieht da nochmal richtig schön aus und richtig schick. Auf der Rückseite ist das dann auch ganz unauffällig. Ihr könnt das mit dem Quadrat oder mit diesem Halbmond dann auch ganz einfach lösen. Und wenn ihr zum Beispiel vorhattet, das Bündchen abzusteppen, dann könnt ihr das alles in einem Schritt erledigen und mit dieser Nackenversäuberung zusammen direkt festnähen. Das finde ich zum Beispiel auch richtig toll, dass man da einen Arbeitsschritt nur hat. Ihr könnt alternativ, wenn ihr keine Stoffreste nehmen wollt, auch Bänderreste benutzen, wie ich das bei diesem T-Shirt hier gemacht habe. Die sehen nämlich auch nochmal schön aus. Denkt aber dran, dass Webbänder nicht flexibel sind. Haben euch die Nackenversäuberungen gefallen? Ich persönlich mache sie super gerne. Eure handgemachte Kleidung sieht damit so viel professioneller aus. Gerade wenn ihr was verschenken wollt. Und man sieht ja auf den ersten Blick nicht an, ob sie handgemacht ist. Es sieht aus, als wäre es gekauft. Versprochen. Hat euch mein Video gefallen? Dann wünsche ich mir von euch einen Daumen hoch und ein Abo. Das bringt nämlich auch meinen Kanal weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!